Viele Menschen glauben, dass Kriege mit Kugeln und Bomben geführt werden. Doch einige der blutigsten Schlachten der Geschichte wurden mit Druckmaschinen, Zinssätzen und Wechselkursen ausgetragen. Das sind Kriege, die man in keinem Schulgeschichtsbuch findet. Kriege, in denen keine Armeen marschieren, aber ganze Nationen zusammenbrechen. Währungskriege. Sobald man sie erkennt, wird klar, dass sie den Aufstieg und Fall von Imperien mindestens ebenso stark beeinflusst haben wie Generäle auf dem Schlachtfeld. Wenn Sie glauben, es gehe dabei nur um Finanzen, dann irren Sie sich. Währungskriege entscheiden darüber, wer essen kann und wer hungert, wer herrscht und wer sich beugen muss. Und sie dauern bis heute an, heimlich, unsichtbar, mit Folgen, die jeden einzelnen Cent in Ihrer Tasche beeinflussen. Die Logik eines Währungskrieges ist eigentlich simpel: Geld als Waffe einzusetzen. Das kann bedeuten, die eigene Währung absichtlich abzuwerten, um Exporte attraktiver zu machen, Märkte mit billigem Kredit zu fluten, um konkurrierende Volkswirtschaften zu schwächen, oder Gold zu horten, um andere unter Druck zu setzen. Auf den ersten Blick mag das clever erscheinen. In Wirklichkeit sind diese Maßnahmen die chemischen Waffen der Finanzgeschichte. Man kann den Gegner vergiften, aber dabei auch sich selbst. Eines der ersten modernen Beispiele ereignete sich während der Großen Depression. Nach dem Börsencrash von 1929 versank die Weltwirtschaft im Chaos. Um zu überleben, mussten Länder verzweifelt ihre Waren ins Ausland verkaufen. Doch als die globale Nachfrage einbrach, griffen sie zu wettbewerbsorientierten Abwertungen. Großbritannien verließ 1931 den Goldstandard, und das Pfund verlor schlagartig an Wert. Die USA folgten 1933 und senkten den Goldwert des Dollars. Frankreich, Italien, Japan, alle machten mit. Doch statt den Handel anzukurbeln, entstand eine Beggar Thy Neighbor-Spirale. Importe wurden teurer, die Lebensqualität sank, und diese wirtschaftlichen Spannungen bereiteten den Boden für den Zweiten Weltkrieg. Doch der Kampf ums Geld begann nicht erst in den 1930er Jahren. Schon vor rund 2000 Jahren erlebte das Römische Reich seine eigene Version. Die damalige Währung, der Denar, beruhte auf Vertrauen. Doch mit der Ausdehnung des Reiches und steigenden Kriegskosten fanden die Kaiser einen Ausweg. Sie mischten dem Silber billigere Metalle bei, erhöhten so die Geldmenge und behaupteten dennoch, der Wert bleibe gleich. Anfangs kaum bemerkbar, etwas weniger Silber, etwas mehr Kupfer. Doch mit der Zeit sank der Silbergehalt von nahezu 100% auf unter 5%. Das war die antike Version der Druckerpresse. Die Folgen waren vorhersehbar: Inflation, Vertrauensverlust und schließlich wirtschaftlicher Kollaps. Die Barbaren vor den Toren waren nicht das einzige Problem. Das Reich hatte seinen Untergang selbst vorbereitet. Im 20. Jahrhundert wurde die Front noch komplexer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das globale Finanzsystem durch das Bretton-Woods-Abkommen neu geordnet. Der US-Dollar wurde an Gold gebunden, andere Währungen an den Dollar. Ziel war es, Währungskriege zu beenden. Doch es entstand ein neues Machtgefüge. Die USA, die den Dollar und damit das Gold kontrollierten, konnten Geld und Macht weltweit verteilen. Länder, die aus der Reihe tanzten, sahen sich weniger militärischen Konflikten als vielmehr finanziellem Druck ausgesetzt, leiser, sauberer und oft wirkungsvoller. Diese Dominanz hatte jedoch ihren Preis. Ende der 1960er Jahre finanzierte die USA sowohl den Vietnamkrieg als auch umfangreiche Sozialprogramme, indem sie mehr Dollar druckte, als durch Gold gedeckt waren. Ausländische Regierungen erkannten das Problem und begannen, ihre Dollar in Gold umzutauschen. Die Goldreserven von Fort Knox schrumpften rapide. Im August 1971 zog Präsident Richard Nixon die Notbremse. Er schloss das Goldfenster. Der Dollar war nicht länger in Gold eintauschbar. Das Bretton-Woods-System brach über Nacht zusammen. Die Welt trat in das Zeitalter flexibler Wechselkurse und einer neuen Phase der Währungskriege ein. Eines der brutalsten modernen Beispiele ereignete sich in den 1980er Jahren, doch nur wenige erinnern sich daran in dieser Form. Japan befand sich im rasanten Aufstieg, getragen von Exporten und einer starken Arbeitsmoral. Der Handelsüberschuss gegenüber den USA war enorm, was in Washington für Unmut sorgte. 1985 wurde das Plaza-Abkommen zwischen den USA, Japan, Westdeutschland, Frankreich und Großbritannien geschlossen. Offiziell ging es um Handelsungleichgewichte. In Wirklichkeit war es eine koordinierte Wechselkursmanipulation. Der Yen verdoppelte innerhalb von 2 Jahren seinen Wert. Japans Exporte wurden teuer, eine Vermögensblase entstand und platzte in den 1990er Jahren mit voller Wucht. Jahrzehnte der Stagnation folgten. Die USA erreichten ihr Ziel, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern, allein durch den Einsatz der Finanzmärkte als Waffe.
Währungskriege sehen von außen selten wie echte Kriege aus. Sie zeigen sich als politische Debatten, Zinsentscheidungen oder internationale Gipfeltreffen. Doch die Opfer sind real. Geschlossene Fabriken, explodierende Arbeitslosigkeit und vernichtete Ersparnisse. Während der Asienkrise 1997 brach der thailändische Baht nach spekulativen Angriffen ein und die Regierung musste den festen Dollarkurs aufgeben. Die Krise griff auf Indonesien, Südkorea und Malaysia über. Millionen Menschen verarmten über Nacht, ein schmerzhafter Beweis dafür, wie zerstörerisch Währungsabwertungen in einem globalisierten Finanzsystem sein können. Wenn Sie glauben, das sei nur Geschichte, sollten Sie es sich noch einmal überlegen. Wir leben heute in dem, was viele Ökonomen als Währungskrieg 4.0 bezeichnen. Die Methoden haben sich geändert. Zentralbanken senken Zinsen auf Null oder darunter, fluten die Märkte mit Liquidität und nutzen Sanktionen als Waffe. Durch eingefrorene Vermögenswerte und den Ausschluss aus Zahlungssystemen. Der Machtkampf zwischen den USA und China um monetären Einfluss ist heikel und riskant. Der Dollar ist noch immer die Weltreservewährung, doch China versucht, den Yuan international zu etablieren, alternative Zahlungssysteme aufzubauen und seine Goldreserven zu stärken. Schwellenländer stehen vor einem Dilemma. Niedrige Zinsen für Wachstum mit Kapitalflucht riskieren oder hohe Zinsen zur Währungsverteidigung mit gebremster Wirtschaft. In beiden Fällen ist das Spielfeld zugunsten der großen Akteure geneigt. Die Pandemie von 2020 verwandelte diesen schleichenden Krieg in einen Sprint. Regierungen druckten Geld in historischem Ausmaß. Allein in den USA wurden binnen 2 Jahren Billionen Dollar geschaffen. Anfangs schien alles kontrollierbar, doch 2022 erreichte die Inflation den höchsten Stand seit 40 Jahren. Die Fed reagierte mit aggressiven Zinserhöhungen, mit globalen Schockwellen. Ein starker Dollar verteuerte Importe, löste Schuldenkrisen in Ländern wie Sri Lanka aus und trieb schwache Währungen an den Abgrund. Maßnahmen zur Stabilisierung eines Landes können Dutzende andere destabilisieren. Das ist der verborgene Preis von Währungskriegen. Die Geschichte zeigt, Währungskriege enden selten sanft. Meist eskalieren sie, bis etwas zerbricht. Eine Währung kollabiert, ein neues System entsteht oder politische Instabilität erzwingt den Wandel. Der niederländische Gulden, das britische Pfund, der US-Dollar, jede Dominanz war von Krisen begleitet. Nun stellt sich die Frage, wird der Dollar weitere 50 Jahre dominieren? Entsteht ein multipolares System mit digitalen Zentralbankwährungen? Oder gewinnen dezentrale Kryptowährungen genug Vertrauen, um das System grundlegend zu verändern? Das sind keine abstrakten Fragen für Ökonomen. Sie betreffen den Wert ihrer Ersparnisse, die Preise im Supermarkt und die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Die größte Gefahr von Währungskriegen liegt darin, dass normale Menschen sie kaum bemerken. Eine Bombe hört man sofort. Eine 20% Abwertung spürt man erst an steigenden Preisen und Mieten, wenn der Schaden längst da ist. Deshalb ist finanzielle Bildung entscheidend. Wer versteht, wie Inflation Vermögen zerstört und wie Geld als Machtinstrument eingesetzt wird, kann sich schützen. Durch Diversifikation, durch Sachwerte und durch das Bewusstsein, dass Zahlen auf einem Konto nicht gleich Sicherheit bedeuten. Am Ende zeigen Währungskriege eines ganz klar: Geld ist nicht neutral. Es ist Strategie, Kontrolle und manchmal Zerstörung. Die Gewinner sind nicht immer die klügsten oder produktivsten, sondern oft die mächtigsten. Die Verlierer erkennen meist zu spät, dass sie Teil des Spiels waren. Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber ihre Muster bleiben. Römische Münzverschlechterung, Abwertungen der 1930er, das Plaza-Abkommen, quantitative Lockerung und das, was noch kommt. Namen ändern sich, Regeln nicht. Wenn Sie also das nächste Mal von Zinssenkungen, Wechselkursanpassungen oder neuen Sanktionen hören, sehen Sie es nicht nur als Wirtschaftsnachricht. Sehen Sie es als möglichen Beginn eines Krieges. Denn in einem Währungskrieg muss man kein Soldat sein, um Schaden zu erleiden. Das zu erkennen ist der erste Schritt zum Überleben. Der zweite ist, zu handeln, bevor der Sturm an Ihre Tür klopft. Wenn Ihnen das eine neue Perspektive eröffnet hat, vergessen Sie nicht zu abonnieren. Die Geschichte enthält mehr Antworten, als wir oft glauben.